Unsere Ausstellung heißt „Objekte, Geschichte, Geschichten. Blick in die Sammlung“. Und darum geht es. Die Sammlungsgeschichte des Zeughauses und die heutige Sammlungsgeschichte des Deutschen Historischen Museums. Das unterteilen wir in 2 große Bereiche. Den zur Zeughausgeschichte, mit dem starten wir. Da geht es wirklich von der preußischen Ruhmeshalle über das Heeresmuseum des Nationalsozialismus bis hin zum Museum für Deutsche Geschichte der DDR und die Gründung des Deutschen Historischen Museums. Dieser Bereich ist in einem rosa Farbton gehalten, dass man ihn also gleich von weitem erkennen kann. Und eine besondere Schwammtechnik nimmt sozusagen den mit Ziegelmehl gemischten Putz der Zeughausfassade auf. Der zweite Teil, der sich mehr um das Sammeln und Verorten der Dinge dreht, der ist in einem Dunkelblau gehalten, der so diese besonderen Objekte stärker in den Vordergrund hebt. Hier werden vertiefend wirklich auch die örtliche Zuordnung der Objekte gezeigt. Wir leiten jede Sequenz mit einer Kartenansicht ein, wo man genau sehen kann, wo kommt das Objekt eigentlich her und wie hat es den Weg in die Sammlung gefunden, dass man also diese Räumlichkeit noch mal weiter in den Blick nimmt. Wir haben dann vertiefende Medienstationen, die uns helfen, die Objekte besser zu verstehen. Und wir haben sehr viele Interviews eingebunden. Zum einen berichten unsere Sammlungsleiter zu Highlights ihrer Sammlungsstücke und können sämtliche Hintergründe detailliert erläutern. Dann gibt es auch Bereiche wie beispielsweise Artefakte der Zeche Prosper Haniel im Bottrop, die stillgelegt worden ist vor über 10 Jahren. Und hier berichten ehemalige Kumpel, die dort gearbeitet haben, von ihrem Arbeitsalltag, wo sich also auch viele Gegenstände, die wir ausstellen, mit eingebunden sind. Und als letztes unsere ehemalige Ausstellungsdirektorin Ulrike Kretschmer, die tatsächlich noch die Gründungsphase des Deutschen Historischen Museums miterlebt hat, berichtet über das Zusammengehen des Deutschen Historischen Museums und des Museums für Deutsche Geschichte der DDR im Jahr 1990. Also ein ganz intensiver Blick nochmal auch auf unsere Haus- und Sammlungsgeschichte. Unsere Ausstellung ist inklusiv gestaltet. Das heißt, Menschen, egal welche Voraussetzungen sie mitbringen, sollen alles in unserer Ausstellung auch erfahren und mitnehmen können. Wir haben beispielsweise inklusive Kommunikationsstationen zu verschiedenen Themen. Man kann einen Helm, einen Hundsgugel aus dem Mittelalter ertasten. Der heißt Hundsgugel, weil tatsächlich das Visier wie eine Hundeschnauze aussieht. Da sind dann so Löcher drin, durch die man atmen kann. Und das kann man also alles ertasten oder vielleicht auch mal aufsetzen. Oder wir haben beispielsweise zum Thema Migration und Geflüchtete Privacy-Boxen nennen die sich. Das sind sozusagen Boxen, die in einer Flüchtlingsunterkunft den Geflüchteten dienen, um ihre Habseligkeiten unterzubringen. Und die Besucher können dann feststellen, wie wenig da reinpasst. Und eigentlich sind die für so ein ganzes Leben ja eigentlich gedacht, was untergebracht werden soll. Wir haben in der Ausstellung einen besonderen Schwerpunkt auf die Provenienz von Objekten gelegt. Das heißt, auf Objektschildern erfährt man nicht nur die herkömmlichen Informationen zum Objekt. Was ist das eigentlich? Aus welchem Material? Und warum gibt es diesen Gegenstand, was macht man damit, sondern man erfährt auch, wann ist er ans Haus gekommen und mit welchen Mitteln ist er ans Haus gekommen. Beispielsweise hat die Bundesregierung und der Bundeskanzler zusammen dem Deutschen Historischen Museum zur Gründung 1987 Lied- und Notenblatt von Hoffmann von Fallersleben, Lied der Deutschen, geschenkt. Das ist ja heute die 3. Strophe unserer Nationalhymne. Also sowas haben die sich damals überlegt. Es gab dann auch einen feierlichen Festakt im Bundestag und da wurde das überreicht. Oder wir haben in der Sammlung und auch in der Ausstellung ein Straußenei, ein Originales aus dem 16. Jahrhundert, wo ein Reisebericht eingraviert ist, also Ansichten aus Afrika beispielsweise. Und das konnte nur erworben werden mit finanzieller Unterstützung des Museumsvereins des Deutschen Historischen Museums. Das Bund-Leit-Programm dreht sich auch wieder um das Thema Sammeln und um die Objektgeschichte. Hier wird beispielsweise unser Sammlungsleiter Aaron Jochim anhand eines Turbanhelmes das Thema
aufwerfen, wie geht man eigentlich mit Militaria-Sammlungen heute um, also mit Waffenbeständen, wie kann man die präsentieren, sollte man sie präsentieren und Ähnliches. Unsere Sammlungsleiterin für Textilien, Julia Franke, beispielsweise erzählt die spannende Geschichte der Bestände der Luisenkleider. Die preußische Königin Luise ist ja sehr berühmt und der ganze Kleiderbestand galt als Kriegsbeute, ging also in die Sowjetunion, die damalige, und die haben das 1958 der DDR zurückgegeben, also dem Museum für Deutsche Geschichte übereignet, die als sozialistischer Staat überhaupt nichts anfangen konnten mit diesen Königinnenkleidern. Also sie wurden dann wirklich ins Depot gesperrt und heute sind das die absoluten Highlights unserer Sammlung und gehören zu den meist angefragten Objekten unserer Sammlung. Also das ist ganz spannend, auch mal solche Details dann in den Blick zu gehen, wie so ein Sammeln funktioniert, wie sehr der Staat da auch gerade in diesen Anfangszeiten der Zeughausgeschichte mit reingewirkt hat oder die Politik mit reingewirkt hat. Und im nächsten Jahr nehmen wir dann eher im Blick unsere heutige Sammlungspraxis, die völlig unabhängig ist von staatlichen Vorgaben und wo wir sehr frei selber schauen können, was sind eigentlich die Objekte, die interessant sind, um deutsche Geschichte zu vermitteln. Und dann haben wir natürlich auch Begleitprogramme für Besucher aller Altersklassen. Und hier werden insbesondere unsere jüngeren Besucher sehr, sehr froh sein, dass sie endlich wieder ihre Ritterrüstungen sehen können, die immer zu den Highlights unserer Dauerausstellung gehörten.